Ja, herzlich willkommen bei Cargold. Einen schönen guten Morgen, heute um 9 Uhr. Bei schönstem Wetter im Mai, das könnt ihr ja sehen, die Sonne scheint. Wir haben also gerade kürzlich ein wunderschönes Adenauer Limousine bekommen. Das hieß früher sowas wie eine Fixhead-Limousine, die war ja sehr, sehr offen. Und das Tolle an diesem Auto, es gibt ja einige, aber die meisten leider nicht im guten Zustand, dass dieser ist hier fantastisch erhalten. Der muss also früher schon ganz toll original gewesen sein und dann ist er vor 20 Jahren voll restauriert worden. Und zwar unter Beibehaltung sämtlicher Originalteile. Und das könnt ihr hier am Armaturenbrett sehen. Er hat zwar kein Radio, aber dann gab es immer hier vorne noch das 300er Zeichen. Aber der Zustand, das ist ja, ich kenne Originalautos, das gehört genau so. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob das noch das ganz originale Armaturenbrett ist oder ob der schon mal poliert wurde und nochmal wieder neu mit Klarlack beschichtet wurde. Also eins steht fest, es entspricht absolut dem Original und hat einen wirklich fantastischen Zustand. Ich habe einen Frosch im Hals heute Morgen. Ja, und was bei uns das Einmalige ist an unserem Wagen, der hat eine sensationelle, schöne Sonderlackierung. Das ist so ein ganz tolles hellblau Metallic, aber kein normales hellblau Metallic, sondern das hat so ein bisschen Türkis drin im Lack. Das zeigen wir euch gleich mal genauer. So, mal gucken, wie er hier hochgeht. Der Wagen wiegt ja fast 2 Tonnen, war über 5 Meter lang und das war seinerzeit das Repräsentationsfahrzeug Ende der 50er Jahre. Es gab ja bis dato den 300 Adenauer B und den 300 Adenauer C und das hier, das ist der letzte, das ist der 300 Adenauer D. Davon sind da 3000 Autos gebaut worden und 59 Cabriolets und ist Ende der 50er Jahre von allen Politikern, von der gesamten Prominenz weltweit benutzt worden. Weil das war, wie gesagt, schlichtweg das Repräsentationsfahrzeug. Und danach dann, als der ausgelaufen ist, kam der Mercedes 600. Den haben wir ja auch kürzlich mal gefilmt. Aber das ist eigentlich der Vorgänger vom 600er hier. Hat 160 PS. Lief 170 Stundenkilometer, ist ja ein sehr ausladender, sehr großer Wagen. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, man sitzt sehr, sehr bequem hier in dem Wagen. Das Tolle übrigens an dem Auto, der ist original im Leder innen. Der ist innen völlig original im Leder und dann ist der auch noch blau. Also derjenige, der das Auto farblich kreiert hat, der hat ein ganz tolles Händchen gehabt, weil die Farbkonstellation finde ich wunderschön. Das ist übrigens einer der ersten Autos mit Automatik, das könnt ihr hier vorne sehen. Hier vorne ist das zu sehen, Park NDLR. Hier vorne ist der Schalter, der Automatikschalter. Das war der Blinker. Tatsächlich, Blinker war hier links und er piept. Auto ist ja mal eine US-Ausführung gewesen. Das mag damit was zu tun haben. Denn ich kenne das noch, dass der Kranz hier links und rechts geht. Dafür geht die Hupe nicht. Doch, die geht. Fehler von mir in der Bedienung. Oh, so, also naja, ist wirklich... Also morgens mit so einem tollen Wagen hier durch die Gegend zu fahren, ist toll, ist klasse. Hat eine 3-Liter-Maschine, leistet 160 PS, hatte eine Saugrohreinspritzung, also nicht wie der 300 SL eine Direkteinspritzung, die war ein bisschen einfacher zu handhaben, aber war natürlich eine tolle Reiselimousine und kostete damals, jetzt muss ich, weiß nicht, 28 oder 38.000, das müssen wir gleich mal gucken. Also auf jeden Fall kostet der ziemlich viel Geld, 27.000 Mark, das war wirklich viel Geld, da gab es dann so 6 VW Käfer für. Aber natürlich, ich weiß nicht, ob ihr so die alten Bilder aus Berlin von Willy Brandt kennt und so. Er hatte so einen Wagen als Beispiel. Er ist damit immer gekommen, auch wenn Kennedy abgeholt wurde oder Präsident Lübke durch die Gegend fuhr. Anfang der 60er Jahre, da hat man so einen 300er Adenauer DD gehabt. Das ist er hier. Ja, laufen tut er gut, patschen tut er auch nicht. Übrigens ist vor 15 Jahren die gesamte Technik gemacht worden. Also es ist ein Auto von der Qualität, ist wirklich hervorragend. Und das merke ich jetzt auch beim Fahren. Das Problem beim Adenauer, weil die Autos nicht ganz so hoch gehandelt werden, keiner investiert so viel Geld in so ein Auto, weil es lohnt sich einfach nicht. Und der Aufwand bei so einem großen Teil, der ist ja gigantisch, nicht? Da hat man so viele Autos, ich glaube, ihr seht das hier auch. Und an dem Auto, also es ist mein bester Adenauer D, den ich in meinem Leben hatte. Und dazu kommt noch das Auto noch das Schönste. Also das Auto ist ja wunderschön von der Farbkonstellation. Es ist ein One-Off, würde ich fast sagen. Also in dieser Farbe und innen mit blauem Leder kenne ich kein weiteres Auto. Und das Tolle ist halt eben, es ist alles restauriert worden. Es gibt auch eine dicke Akte dazu, es gibt Belege dazu. So, dieses Gepiepe muss amerikanischer Ingenieurskunst geschuldet sein. Das finde ich jetzt nicht so prickelnd, das nervt ein bisschen. Aber naja, man hat, ihr könnt das an den Instrumenten sehen, der hat noch den originalen amerikanischen Tacho
bis 120 Meilen und der deutsche TÜV hat da gesagt, ihr müsst das aber da hinten reinmalen, dass die Fahrer in Deutschland wissen, was Kilometer sind. Also der Tacho ging bis 200 Stundenkilometer und wie gesagt, 170 ist er ja gelaufen, also das war eine ganze Menge. Ja, schon bekannt, dieser herrliche große Stern. Das ist hier im Original alles noch top erhalten bei dem Auto. Hat übrigens 2 Aschenbecher hier vorne, eins links, eins rechts. Zu der Zeit um die 60er Jahre hin war ja Rauchen also schwer in. Da gab es eigentlich keinen Politiker, der nicht rauchte. Insoweit brauchte man das hier. Ist sehr, sehr oft auch als Regierungsfahrzeug benutzt worden, dieser Wagen. Da waren sie aber meistens schwarz. Also ich kenne diese Autos oft in schwarz mit Velour oder in schwarz mit rotem Leder oder schwarz mit schwarzem Leder. Aber in dieser Farbe hier, toll. Da hat der Wagen eine Wirkung, das ist wirklich einmalig. Und er fährt auch sehr, sehr schön. Also ich sag mal, die Autos werden normalerweise gehandelt, je nach Zustand, zwischen 70 und 150.000 Euro, je nachdem, was man da an Qualität hat. Ich habe auch schon mal einen für 200 gelesen, wenn der sensationell war. Aber das ist so die Spanne. Aber es gibt fast keine guten Autos am Markt. Und wenn hier was dran kaputt ist, wird das immer sehr, sehr teuer. Da muss man also gut gucken, welches Fahrzeug kauft man sich. So, jetzt mal gucken, ob wir da parken können. Ne? So, in Bayern ist es ja üblich, dass man sich auch mal vor einer Kapelle blicken lässt. Das ist hier alle 500 Meter der Fall. Ich nehme euch einfach mal mit. Ich zeige euch mal eine Kapelle. Ist ja auch wichtig, dass der Jesus einem immer den Segen gibt, dass man keine Unfälle hat und dass man gut durchs Leben kommt. Es gibt da manchmal auch große Schicksale und in Bayern ist es halt so, kommt man mit hinein, dass jeder Ort 2 oder 3 solcher Kapellen hat, wo die Verstorbenen geehrt werden, wo es einen schönen Altar gibt und wo man jederzeit beten kann. Viele in Deutschland wissen das vielleicht nicht so, aber hier hat man das wirklich sehr, sehr schön geregelt. Das ist ein Ort der Andacht, ein Ort der Ruhe. Und ich sag mal, jetzt, wo wir diese schöne Landschaft hier haben mit unseren schönen alten Autos, ist das manchmal ganz schön. Ich habe die letzte Zeit das genossen, mich auch mal auf so eine Bank zu setzen oder vor so eine Kapelle zu setzen. Und dann kann man wirklich das Leben einatmen, wie schön das Leben auch sein kann. Es gibt viele Menschen in unserer Zeit, die nutzen und genießen das gar nicht richtig. Und unser Thema ist ja Freude am Auto. Das hat viel mit Genießen, mit Lebensfreude zu tun. Also es geht da nicht um die 10 Liter, die man mal verbraucht, vielleicht mal 1000 Kilometer im Jahr fährt, sondern es geht um das Gesamte, dass es einen positiv aufbaut und Freude an sowas zu haben. Und dazu gehört dieses Stück Kultur sicherlich mit dazu. Also ich sag mal, bin jetzt in keiner Richtung irgendwie oder so. Ich sage nur, dass das in Bayern so üblich ist hier, und dass das einfach schön ist und dass das einen Teil dieser schönen Landschaft ausmacht und dieses Lebensgefühls auch. Ich bin der Hamburger, das wisst ihr, da gibt es dann sowas nicht, aber sowas kann ich genießen. Also das sage ich noch mal ganz kurz, das Armaturenbrett erklärt. Hier ist der Tachometer, hier ist Tank, Ampere, könnt natürlich sehen, ist alles amerikanisch, also in englischer Sprache, weil es wie gesagt Miles per Hour hier auch ein amerikanisches Auto war. Hier hat er noch das schöne große weiße Lenkrad. Alles in einem guten Zustand und was ich fantastisch finde, schaut euch mal dieses wunderschöne Holz an hier vorne. Der Griff komplett in Holz, der Chrom ist exzellent erhalten. Schaut mal, da geht's rein. Ist auch alles ganz gepflegt und ganz sauber. Das ist das Originalmaterial. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob das nicht noch völlig original ist. Weil das ist ja so hervorragend gehalten. Und es könnte vielleicht sein, man sieht nämlich hier am Leder, das ist nämlich auch original. Schaut euch das mal an, aber jetzt zeige ich euch gleich mal ein bisschen mehr. Ich glaube, ich mache mal die Ganze fest, nicht, dass er am Berg runterrollt. Das muss doch nicht sein. Also ihr könnt sehen, es ist eine völlig neue Designlinie bei so einem Auto gewesen. Früher gab es ja hier das kleine runde Heckfenster beim 300 Adenauer B, bekannt als Adenauer. Der hat sich dann da hinten reingesetzt, um sich einen Hut festzuhalten, damit der nicht vom Dach weggestoßen wird. Denn beim V8 BMW war ja damals, kennt ihr Barockengel, da passte er nicht hinten rein, deswegen wurde der Mercedes gewählt. Und dieser ist noch mal größer. Also man kann sogar hier hinten dieses Dreiecksfenster rausnehmen und dann hat man hier eine völlig offene Limousine. Und das Tolle ist, wenn man so fährt, das haben wir eben schon gemerkt, das zieht überhaupt nicht, weil es da keine Dachpfosten gibt. Und das gibt diesem Wagen natürlich, der eigentlich wuchtig ist, der ja über 5 Meter lang ist, auch eine ganz, ganz tolle Linie. Und was ich halt so
so toll finde an dem Auto, ist wirklich die Qualität. Das sitzt hier alles wie am ersten Tag. Schaut euch mal das Spaltmaß hier auch vorne an. Das ist bei den meisten Adenauern, wenn die mal auseinander waren, alles krumm und schief. Das ist noch der ganze originale Chrom an dem Wagen. Schaut mal hier, wie toll das beieinander ist hier. Also das ist wirklich klasse. Das habe ich bei einem Adenauer ganz, ganz selten gesehen. Ich vermute also, dass der völlig rostfrei war. Man hat ihn wieder in der Originalfarbe lackiert, weil der hat auch Matching Colors. Der ist genau so ausgeliefert worden. Ich muss sagen, ich habe noch nie einen Adenauer gesehen, der farblich so gut ausgesehen hat wie er hier. Ich finde, das Auto sieht total klasse aus. Ein wunderschönes Auto. Schaut euch das mal an, da diese Länge, diese Größe. Und dann hat er glücklicherweise noch blaues Leder reingenommen. Denn wenn das Leder eine andere Farbe gehabt hätte, wird das Auto tot aussehen. Sagen wir mal, rotes Leder, das würde knallen, beiges Leder, ich weiß nicht so richtig. Und schwarzes Leder würde das drücken. Blau-blau, das sieht absolut klasse aus. Ja, dann diese großen Stoßstangen. Also ich weiß aus Erfahrung, wenn euch so eine kaputt geht, die kostet 12.000 €. Das sei nur mal erwähnt. Die sind alle in einem super Zustand. Also wenn man das Auto jetzt in Teilen verkauft, dieser große teure Motor, die Stoßstangen, bekommt man, glaube ich, fast mehr als das, was er komplett kostet. Das ist oft das Problem beim Adenauer, weil das einfach extrem aufwendig war und seinerzeit mit das Beste, was es gab. Übrigens auch die richtigen Radkappen hier drauf. Die hat es auf dem 300DD gegeben, keine anderen. Da sieht man öfter mal andere Radkappen heute, weil diese hier, die bekommt man gar nicht mehr. Und das Schöne ist, da ist sogar noch diese alte Bereifung drauf, die zur Zeit passt. Das sind keine Gürtelreifen, sondern das ist die damalige Bereifung. Also sind natürlich erneuert worden. Das sind die nicht von 1959. Das ist ja 1959 gebaut worden, unser Auto. Aber schaut euch mal diese schöne Qualität an von dem Wagen. Die ganzen Details hier am Auto. Das ist auch noch der originale Kühler. Ich kann das so ein bisschen sehen. Der ist ja minimal wegpoliert hier vorne. Kann man leicht aber nur ganz leicht, wenn die Sonne so drüber scheint, sieht man das. Aber tipptopp im Schuss. Keine Mängel, keine Einschüsse, nichts kaputt. Das ist wirklich hervorragend erhalten. Das sind die amerikanischen Lampen, das kann man ein bisschen erkennen, dass es ein geborener Amerikaner ist. Aber sonst qualitativ, also wirklich ein tolles Auto. Also laufen tut das Auto hervorragend. Maschine ist toll eingestellt, man merkt, dass das technisch alles gemacht ist. Dieser große Motor im Leerlauf läuft ganz, ganz sacht. Und wenn man drauf tritt, der hat auch schön Power. Also man möchte auch gar nicht rasen mit so einem Wagen. Dafür ist er nicht gebaut. Da vorne uns liegt jetzt die Stadt Rosenheim. Kann man bei dem schönen Wetter heute gut sehen. Hat der nicht, habe ich nicht Vorfahrt, sag mal. Der kam doch von links eben, ne? Ja, die sind so ziemlich unerschrocken an ihren Dingern, ne? Ja, ältere Herrschaften drehen sich noch um, weil sie sich an die Zeit erinnern können, wo sie die Autos auf der Straße haben fahren sehen. Das ist ja heute nicht mehr der Fall. Die sieht man ja gar nicht mehr, solche Autos. Wollen wir da lang? Ja, hier vorne könnt ihr sehen, die schönen Original Daimler-Benz, auch schon abblendbare Chromspiegelchen. Dann hat er hier, das ist neu gemacht, denke ich, aber auch der Himmel, das ist alles neuwertig. Also ich frage mich immer die ganze Zeit bei dem Wagen, ob der nicht doch original ist. Also die Ledersitze sind es definitiv und das Holzarmaturenbrett ist auch definitiv original. Und ich habe nicht den Eindruck, dass der Wagen irgendwo Spachtel hat. Er hat zwar mit den neuen Originallack bekommen, aber das ist top gemacht. Der hat eine super Lacktiefe, der ist nirgends wellig, der Wagen. Der Chrom sitzt und passt perfekt auf der Karosserie. Also ich gehe mal davon aus, dass das wirklich original ist. Der hat wahrscheinlich einmal nur einen Lack bekommen, war gut, die Technik, nach 60 Jahren muss mal die Technik gemacht werden und da haben wir die Rechnung, das zeige ich euch gleich, einen ganzen Ordner voll, das ist alles gemacht worden. Sitzt man in guter Händen? Super, ja. Was? Total bequem, mega Platz. Ja, wenn man überlegt, wie die anderen Autos sonst oft konzipiert sind. Ach, da ist der Chiemsee da hinten. Also laufen tut er toll. Ach, schau mal, wie schön die Berge jetzt da hinten. Das ist doch wirklich einmalig, nicht? Ja, heute Morgen ist einer der schönsten Tage, die man sich vorstellen kann. Anfang Mai, alles ist grün auf den Wiesen, die Blumen blühen, es ist sehr friedlich. Wir haben leider nur diesen schlimmen Krieg da jeden Tag, aber interessanterweise
ich hatte ja schon so ein paar Kriege mitgemacht, in Kuwait und so die Zeit, da ist der Umsatz immer zusammengebrochen. Das ist im Moment nicht der Fall. Wir verkaufen weiterhin gut Autos, die Leute leben ihr Leben weiter, was ich auch wichtig finde. Und in so einer Zeit, wo man teilweise sehr belastet ist durch Krieg und solche Dinge, ist es wichtig, dass man positive Signale setzt. Denn das Leben ist ja vor allen Dingen auch Freude und es wird auch für die Ukraine wieder besser werden. Das wird nicht so bleiben, wie es jetzt ist, halt eine schlimme Phase. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es ja dann wieder gut, auch wenn es furchtbar war. Man muss immer positiv denken und positiv handeln und das vorleben für andere Menschen, wenn die mal nicht so gut drauf sind. Und deswegen mache ich auch nach wie vor mit großer Freude hier unsere Probefahrten. Und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen Spaß machen kann mit dieser schönen Landschaft, mit diesem tollen Auto hier. Der ist ja wirklich vorzüglich, der Wagen, und klasse im Zustand. Denn sowas sieht man ja auch nicht jeden Tag. Und ich glaube, dass das abends auch manchmal beruhigt, wenn man immer nur die negativen Nachrichten hört und sieht aber dann mal sowas Schönes hier. Also mir geht das so. Wenn ich hier so eine Probefahrt hinter mir habe, dann sind so manch negative Gedanken weg. Da habe ich einfach Spaß und Freude. Und ich weiß, dass es von meinem Kameramann und Kollegen Paul nicht anders ist. Und wir haben hier immer wieder eine Riesenfreude und ich hoffe, dass wir euch das auch gut vermitteln können und werden deshalb auch immer so weitermachen. Auch wenn da mal gemeckert wird, wie kann man in dieser Zeit ein Auto fahren, ach was. Das besitzt man, das hat man, da hat man Freude dran. Da geht es nicht um die 1000 Kilometer im Jahr, die man das bewegt, sondern an dem Spaß daran. Und das bringt ja auch anderen Menschen Spaß. Wenn wir hier rumfahren, ihr glaubt gar nicht, wie oft wir so einen Daumen kriegen, sich Leute wirklich freuen, stehen bleiben, den Autos nachgucken, sich an alte Zeiten erinnert fühlen. Das schafft Freude für Menschen und das werden wir weitermachen. Und das ist auch der Grund, weshalb solche Autos nach wie vor einen hohen Wert haben. Also wenn sie gut sind, sind sie auch wertvoll. Mal ganz davon abgesehen, dass sie auch immer ein gutes Investment sind, aber die erfüllen viele positive Zwecke und Eigenschaften. Und deswegen werden wir das auch einfach nochmal weitermachen. So, jetzt sind wir auf einer richtigen Landstraße. Also er gleitet dahin, er läuft wirklich toll. Und das Irre ist ja, wir haben die Fenster offen, es zieht überhaupt nicht in dem Auto. Man fährt ja hier besser als in jedem Cabriolet. Ja, jetzt wird es ein bisschen windig, aber auch kaum. Jetzt fahren wir auch 80. Also laufen tut er wirklich wunderschön. Man merkt aber, dass er die alten Diagonalreifen hat, das spürt man. Der läuft nicht so ganz geradeaus. Das sind halt die Reifen der 50er Jahre gewesen. Aber sie passen optisch dazu, auch mit diesen Weißwandreifen. Also in dem Fall, das sind ja wirklich die authentischen Reifen, die gehören auf das Auto. Fahren tut er toll, ne? Läuft ja wirklich gut. Ja, das war die Zeit Mercedes 1959, 1960, Kennedy-Ära. Da hat Mercedes sowas gebaut und es gab damals für einen 300er zu der Zeit auch viele Fans in Amerika, was ja auch der Grund ist, weshalb das Auto in die USA ausgeliefert wurde. Und vielleicht das große Glück, dass es einen Amerikaner gegeben hat, der diese tolle Farbe so gewählt hat. Ich finde den Wagen wunderschön, also wirklich wunderschön. Und in dem Wagen zu fahren macht einfach Spaß. Und laufen tut er auch gut, ne? Kickdown funktioniert auch. Gut mit 2 Tonnen, wir sind 160 PS schon gut bei der Arbeit, das spürt man, das ist jetzt kein Rennwagen, aber man kommt gut voran. Ja, also er hat ein bisschen Spiel, das liegt aber nicht an der Lenkung, es liegt an den Reifen, das spüre ich. Also da muss man vorsichtig sein, also ist alles Gewöhnungssache. Also fahren tut er toll, absolut tolles Auto. So, mal sehen, jetzt wird er sich sicherlich hier hochkämpfen. Ja, geht auch. Aber hier spürt man schon, ne, dass er sich Mühe geben muss, hier unsere Steigung hochzukommen. Das ist die Ratzinger Höhe hier, 800 Meter hoch. Kollege Paul sitzt ja sonst mit Vorliebe neben mir bei allen unseren Probefahrten. Jetzt ist er hier zum zweiten Mal hinten eingestiegen, weil er sagt, das ist ja dermaßen luxuriös und toll, da hinten mitzufahren. Jetzt mache ich einen Chauffeur hier vorne.
muss das auch gleich mal machen. Also es muss wirklich toll sein, weil das Auto hat einen großen Innenraum und das Schöne sind, dadurch, dass wir so viel Licht haben, so hohe Fenster, hat man ein ganz tolles Fahr- und Raumgefühl in dem Wagen. Das kenne ich so von anderen Autos nicht. Hinzu kommen noch diese tollen, schweren Ledersessel, die ganz breit sind. Ich kann euch sagen, dass man da sehr, sehr bequem drin sitzt. Also ich glaube, in dem Auto kann man stundenlang völlig entspannt Auto fahren. Vielleicht nicht 200, aber das ist ja auch gar nicht nötig mit so einem Wagen. Aber man genießt das drumherum, wie er so an der Landschaft vorbeirollt, ist absolut schön. Das ist heute wieder einer der Drehtage, wo ich richtig Lust habe, länger zu fahren. Wo ich eigentlich gerne volltanken möchte und nach Italien fahren möchte. Kann man mit so einem Auto übrigens machen. Der ist genau dafür gemacht. Der hat einen riesigen Kofferraum hinten. Hinter den Vordersitzen ist jede Menge Beinraum. Also man kann damit mit der ganzen Familie losfahren. Und dieser hier ist technisch sogar so gut und so weit toll restauriert, ich zeige euch das gleich mal, dass hier auch das Vertrauen da ist, das mit so einem Auto zu machen, speziell mit dem hier. Das macht ja richtig Spaß. Keine anderen Autos, die Berge, oben noch ein bisschen Schnee, die dicken Blumen. Es hat ja hier 3 Tage ganz stark geregnet. Das tut es ja immer am Alpenrand und dann ist wieder bestes Wetter. Da kommen diese schönen, kräftigen Wiesen hier. Hat damit zu tun, dass die Wolken hier gegen die Berge prallen und dann hoch müssen und deswegen regnen sie sich genau hier ab. Aber heute Morgen ist es ja wieder ein absoluter Traum, was? Wie schön, jetzt mit dem Oldtimer fahren zu können. Ja, das ist Freude am Auto. Cargold ist Freude am Auto. Und noch was. Wenn ihr uns Autos anbietet, bitte immer Cargold-Qualität. Das halte ich für ganz wichtig. Wirklich nur wirklich gute Autos, weil das ist das, was wir wollen. Keine Autos, wo es Ärger mit gibt oder wo was nicht stimmt. Immer Cargold-Qualität anbieten, da sind wir sofort bei euch. Und ich kann euch versprechen, wir werden uns auch immer sofort einig werden. Das sieht man ja mittlerweile über 150 Fahrzeuge im Bestand, wirklich schöne Sachen. Also ruft uns an, unsere Kollegen, wir sind immer für euch da. Wir sind mittlerweile 14 Kollegen bei Cargold und täglich Tag und Nacht unterwegs, um für euch das Beste zeigen zu können. Ja, sowas wie diesen Adenauer, das ist wieder so richtig Cargold-Qualität und tatsächlich ehrliche Freude am Auto. Was eine Rarität ist, diese Autos gab es auch als Cabriolets. Da sind aber nur 59 Autos von gebaut worden. Das war nicht viel. Dementsprechend gesucht sind die heute und die Autos kosten zwischen 500 und 800.000 Euro. Wohingegen also man so ein Auto noch für deutlich unter 200 bekommt. Aber da kann ich auch immer nur empfehlen, immer nur ein Top-Auto kaufen, weil sowas zu renovieren und in Ordnung zu bringen, kostet sehr viel Geld. Und das ist hier schon vom Vorgänger gemacht worden. Das ist alles gemacht worden, alles dokumentiert mit Rechnungen. Eine tolle Akte, ich zeige sie euch gleich mal. Und dementsprechend spürt man noch beim Fahren, reinsetzen, losfahren. Tolles Auto, wirklich ein schicker Wagen. Ja, einige, die uns schon ein bisschen länger zusehen, die kennen ja schon so die eine oder andere Strecke. Hier da vorne ist jetzt wieder der Simsee. Beuerbergs, unser Zuhause, liegt ja direkt am Simsee. Und drüben auf der anderen Seeseite ist dann die Stadt Rosenheim. Also unsere beiden Betriebe im Süden liegen sehr dicht beieinander. Da sind 7 Kilometer Luftlinie dazwischen, mehr nicht. Da drüben könnt ihr den See jetzt sehen. Der kommt da vorne hinter den Bäumen. Wie gesagt, dahinter ist dann der Inn und die Stadt Rosenheim. Und hier auf der linken Seite des Sees ist Beuerberg. Da sind wir jetzt gleich da. Jetzt haben wir vielleicht noch 1000 Meter bis zum Ende unserer Probefahrt, die mir wieder wirklich Spaß gemacht hat. Das ist ja das Irre. Ich fahre ja jeden Tag mit einem völlig anderen Auto. Und ich kann euch sagen, jeder Wagen hat einen völlig anderen Charakter. Und was man schon zu der Zeit an Charakteren gebaut hat bei Autos, das fasziniert mich immer wieder. Und es macht auch Spaß. Das hat eine ganz andere Art als heute mit einem 7er BMW oder mit einer S-Klasse zu fahren oder so. Das ist irgendwo alles vergleichbar. Das hier ist nicht vergleichbar. Das ist einmalig. Und was mir immer wieder auffällt, dass bei den alten Autos die Verbindung zur Natur, zum Leben viel stärker war, als das heute ist. Heute ist man so eingebuchtet, alles technisch und so. Das ist wie so eine Zelle, in der man da rumfährt. Hier ist das nicht der Fall. Mit so einem Oldtimer bewege ich mich in der Landschaft, bewege ich mich im Leben. Ich kann die Sonne wahrnehmen. Das kommt alles an mich ran. Und ich finde, das ist das, was mir eine totale Freude macht. Und das ist auch der Grund dafür, mit so einem Auto durch die Landschaft zu fahren und so ein Fahrzeug zu besitzen. Das ist einfach was Besonderes. Ja, da vorne haben wir Beuerberg. Es war wieder eine wunderschöne 20 Kilometer Probefahrt. Paul sitzt immer noch hinten, der kommt da gar nicht mehr weg von der Bank.
weil ihm das so einen Spaß macht, hinten im Adenauer zu sitzen. Ja, das ist was Besonderes. Da haben wir früher nur gekrönte Häupter oder Bundespräsidenten oder Bundeskanzler gesessen. Selten Privatleute, weil das einfach das Spitzenprodukt von Mercedes war. Hier ist Beuerberg, ist euch ja bekannt. Ja, heute mal euer Chauffeur im 300 DD. Wir zeigen euch jetzt gleich noch ein bisschen, wie der innen aussieht und wie die Maschine aussieht. Das ist wirklich was zu sehen, vor allen Dingen, weil wir so ein Auto in der Qualität ja nur ganz selten haben. Ich nehme Adenauer normalerweise eher ungern, aber ich sage mal, die sind meistens alle nicht gut. Aber das Auto hier ist richtig klasse, richtig top. Und den würde ich Zustand, man darf das aber nicht sagen, aber der ist mindestens eine 2. Also für meinen Anspruch, und der ist hoch, ist das ein richtig toller Wagen. So, jetzt noch mal eine Kleinigkeit zur Erklärung. Also hier ist neutral. Wenn ich das jetzt ausmache hier ist der Fahrtschlüssel, und ich mache es wieder an, wisst ihr, wie der angeht? Dann drückt man hier den Automatikhebel nach vorne. So startet sich das Auto. Ist eine Besonderheit nur beim Adenauer. Hat man später gelassen, finde ich persönlich aber cool. Hat ein bisschen Ähnlichkeit mit den heutigen Automatikgetrieben wieder von Mercedes, wo man sowas macht. Ja, jetzt kann ich ein bisschen Paul verstehen, weshalb der eben die ganze Zeit hinten gesessen hat. Also man sitzt hier wirklich hervorragend, wie in der Business Class im Jumbo. Schaut euch mal den Platz an hier vorne. Also so viel Platz haben andere Fahrzeuge normalerweise nicht gehabt. Und jetzt versteht man auch, wieso man den 600er dann so weiterentwickelt hat. Das war ja der Nachfolger von ihm. Hier die dicken Lederhaltegriffe, hier vorne die Kartentaschen. Dann schaut euch mal an, was das für eine Fläche hier vorne ist. Und ich habe ja vorne auch noch total bequem gesessen beim Fahren. Also hier ist richtig Platz. Was die Besonderheit an diesem Wagen ausmacht, das sind eben diese tollen originalen Ledersitze hier. Die sind auch immer gefettet worden. Eine Zeit lang hier vielleicht mal nicht, aber das haben wir jetzt wieder gemacht. Das ist alles original. Die gesamten Türverkleidung hier mit den tollen Aschenbechern hier drin. Also wirklich in dickstem, schönen Holz gearbeitet. Zustand neuwertig. Und hier ist übrigens der Griff. So geht's auf. Schaut mal hier. Also auch in einem tollen Zustand. Das ist alles original. Auch hier die Taschen, wo man also wirklich geräumig Platz hatte, alles unterzubringen. Das ist alles neuwertig. Könnt ihr das sehen? Und es ist wohl das erste Leder alles. Schaut mal hier. Alles in dunkelblau. Da ist nirgends irgendwo was kaputt. Holz in einem guten Zustand hier. Das sind die ganzen originalen Halterungen für die Sitze in einem verchromten Top-Zustand. Das ist auch nicht nachgearbeitet. Das ist noch original. Das sagt mir, dass der Wagen aber sehr, sehr gepflegt wurde. Habe jetzt hier eine ganz dicke Akte. Schaut euch das mal an. Ich kenne die Sammlung, wo ich den Wagen her habe. Der ist sehr penibel, sehr pingelig. Also hier ist wirklich alles dabei. Hier sind Gutachten dabei. Auch schon sehr alte Gutachten, also über eine lange Zeit. Und hier sind die ganzen, ich sehe das hier schon, 12.800. Also hier ist richtig Geld reingegangen. Und interessanterweise ist das gemacht worden bei Mercedes. Also das ist alles bei Daimler-Benz gemacht worden. Alles Mercedes-Rechnung, Teile von Niemöller, ist ja bekannt aus Mannheim. Also das sieht schon wirklich gut aus hier. Und da sind auch Spezialisten dran. Der Lack ist toll, das habe ich mir eben angeguckt, das sieht super aus. Also Auto hat eine komplette Geschichte, Getriebe, ist alles gemacht worden, Motor, kostet natürlich Geld bei so einem Wagen. Und das alles über lange Zeit dokumentiert, hier steht auch Verkäufer drin, die ganze Historie ist hier drin. Also man kann hier nachvollziehen, wem was wann gehört hat. Ist selten so eine dicke Akte, aber man merkt, die ist bis heute geführt. Also hier ist alles dabei, was ihr braucht. Und mein persönlicher Eindruck zu dem Auto, der ist wirklich hervorragend. Also der ist wirklich hervorragend. Wollen wir mal die Fenster rausnehmen? Wollen wir das mal machen hier? Also man drückt dieses kleine Schloss hier runter und dann kann man das Fenster sogar rausnehmen. Schaut euch das mal an, das ist ja auch ein ganz schweres Teil. Dann sitzt man da noch besser drin. Also man war, wenn man nun König war oder Königin, konnte man den Leuten immer so zuwinken. Und man hatte also wirklich absolut Platz und Öffnung. Und war sehr hell hier drin und ja, gibt einem auch ein bisschen majestätischen Eindruck, hier zu sitzen. Das ist ein tolles Auto, zweifellos. Nur eins darf man nicht machen, wenn man die Fenster wieder einbaut, das Fenster fallen lassen, weil, ja, dafür hat es am meisten Chauffeur gegeben, der das gemacht hat. Doch, ja, ist wieder drin und zu. Ja, passt. Ja, dann wollen wir euch noch mal als letztes den Motor zeigen. Also neben einer wirklich tollen Qualität, auch die Gummis hier, alles wunderbar erhalten. Wirklich gut gemacht. Jetzt, man muss einmal links und rechts reingreifen hier vorne. Schaut mal hier. So sieht eine Maschine aus, die restauriert wurde, auch der ganze Motorraum. Also hier kann man wirklich gucken bei dem Auto, wo man möchte. Ist alles in einem hervorragenden Zustand.
Ich würde jetzt da ganz gern mal vorne gucken auf den Plättchen, was da steht. Hier ist die Fahrgestellnummer 1959, Finest Synthetic Various DB353H. Das ist der Lackcode und das ist eine absolute Rarität. Das sieht so ein bisschen aus wie Türkis Metallic, aber es steht im Auto, also wirklich sensationell. Ich habe für meine Begriffe noch nie so einen schönen Adenauer gesehen. Der ist ja wirklich schön. Und dann kommt noch diese tolle Qualität dazu, weil in Schwarz kennt man die Autos. Und in Schwarz finde ich sie fast ein bisschen zu mächtig, aber hier in der Farbe echt klasse, nicht? Kofferraum? Ach ja. Ja gut, also dann zeigen wir das jetzt auch noch. Also man sieht hier einmal auf dem Kofferraumdeckel das sehr repräsentative 300-Zeichen, weil 300 hieß immer ganz vorne und ganz groß. Und wenn man das öffnet, hier vorne unten drauf Automatik, damit ging es los mit Automatik, ein sehr großer Kofferraum. Also da passte richtig Gepäck rein. Es war einfach ein sehr komfortables, sehr großes Fahrzeug. Da haben wir noch wieder die Diagonalreifen, auf denen fahren wir auch gerade. Die sehen halt schön aus, sie gehören zur Zeit, ne? Aber obwohl sie ein bisschen schwammig fahren, aber ja, und zu geht er. Also ob das die Lampen sind hier, das alles in einem super Zustand. Da vorne ist der abschließbare Tank. Er hat einen 90-Liter-Tank. Er steht gut in den Federn. Das ganze Spaltmaß ist hervorragend bei dem Auto. Das könnt ihr, glaube ich, sehen. Also auch die Lackflächen, auch der Auftrag. Also der hat überhaupt keinen Spachtel irgendwo. Also wirklich toll. Es sitzt und passt alles perfekt. Ja, heute Nachmittag kommt schon unser nächster Film. Wir nutzen das tolle Wetter. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht mit mir. Das war unser Mercedes 300 Adenauer. Ich wünsche euch alles Gute und freue mich schon auf unseren nächsten Film zusammen. Bis dann, euer Stefan Luftschitz. Ciao.